Russlands Benzinkrise 2026. Warum trotz Ölreichtum der Kraftstoff knapp wird. Russland wird oft als das klassische Tankstellenland bezeichnet. Ein Staat, der riesige Mengen Öl fördert. Mehr als 9 Millionen Barrel pro Tag. Einer der größten Produzenten weltweit. Eigentlich würde man erwarten, viel Öl bedeutet auch viel günstiges Benzin. Doch im Juni 2026 zeigt sich ein völlig anderes Bild. In Regionen wie der Krim und Sewastopol wurde der Verkauf von Benzin für Privatpersonen zeitweise komplett gestoppt. Kraftstoff gibt es dort nur noch für staatliche Dienste. In vielen anderen Regionen gelten strenge Limits, 20, 30 oder 50 Liter pro Person. Kanister sind teilweise verboten und in einigen Gebieten werden bereits QR-Codes und Tankgutscheine eingeführt. Gleichzeitig ist die Benzinproduktion im Land deutlich eingebrochen, um rund 25% im Vergleich zum Vorjahr. Die Verarbeitungskapazität liegt auf dem niedrigsten Stand seit über 2 Jahrzehnten und trotzdem steigt der Export von Rohöl weiter an. Das wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich. Doch genau hier beginnt die eigentliche Geschichte. Denn Öl und Benzin sind nicht dasselbe. Rohöl ist nur der Rohstoff. Benzin entsteht erst in einem hochkomplexen industriellen Prozess in Raffinerien. Man kann sich das vorstellen wie Weizen und Brot. Nur weil ein Land viel Getreide hat, bedeutet das nicht automatisch, dass überall frisches Brot verfügbar ist. Zwischen Rohstoff und Endprodukt liegt eine komplette Infrastruktur. Und genau diese Infrastruktur ist entscheidend. Öl muss in Raffinerien verarbeitet werden. Riesige Industrieanlagen, die Milliarden kosten und Jahre brauchen, um gebaut oder repariert zu werden. Schon kleine Störungen können große Auswirkungen haben. Seit Anfang 2026 wurden mehrere Raffinerien in Russland beschädigt. Ein erheblicher Teil der Verarbeitungskapazitäten arbeitet nur noch eingeschränkt oder ist ganz ausgefallen. Besonders betroffen sind Regionen rund um Moskau und Zentralrussland. Das ist wichtig, weil genau dort ein großer Teil der Nachfrage konzentriert ist. Millionen Fahrzeuge, ein enormer Anteil des Güterverkehrs und ein großer Teil der Luftfahrt hängen an dieser Region. Das Ergebnis ist ein klassischer Engpass. Öl ist da, aber die Verarbeitung fehlt. Und während im Inland die Benzinmenge sinkt, steigt der Export von Rohöl auf Rekordniveau. Rohstoff raus, Endprodukt fehlt im eigenen Markt. Dann stellt sich die nächste Frage: Warum explodieren die Preise nicht einfach offiziell? Laut offiziellen Zahlen wirkt alles noch relativ stabil. Benzin kostet umgerechnet etwa 65 bis 70 Rubel pro Liter. Ein moderater Anstieg, aber nichts Dramatisches. Doch in der Realität sieht es anders aus. In vielen Regionen gibt es kaum noch Benzin oder nur zu extrem hohen Preisen. Und genau hier entsteht eine Art Doppelwelt, eine offizielle Preisrealität und eine tatsächliche Marktrealität. Der Grund liegt in der Struktur des Marktes. Etwa 40% der Tankstellen gehören großen integrierten Ölkonzernen, Unternehmen, die Förderung, Raffinerien und Vertrieb selbst kontrollieren. Für sie ist die Situation schwierig, aber kontrollierbar. Die restlichen 60% sind unabhängige Tankstellen. Sie kaufen Benzin auf dem Großmarkt und genau dort beginnt das Problem. Der Handel läuft über die Rohstoffbörse in St. Petersburg. Doch das Angebot dort ist stark gesunken. Die Handelsmengen haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert. Wenn weniger Ware verfügbar ist, passiert etwas sehr Typisches. Die Preise steigen oder der Handel trocknet aus. Unabhängige Tankstellen müssen dann auf Zwischenhändler ausweichen. Und dort liegen die Preise plötzlich bei einem Niveau, das sich kaum noch erklären lässt. Umgerechnet entstehen Endpreise von 120 bis 150 Rubel pro Liter, allein um kostendeckend zu arbeiten. Das ist der Punkt, an dem ein System ins Wanken gerät. Offiziell niedrige Preise treffen auf reale Knappheit.
Staatliche Stellen versuchen, Preise zu begrenzen, doch ein administrierter Preis ersetzt kein physisches Produkt. Wenn zu wenig Benzin vorhanden ist, entstehen automatisch Alternativen. Warteschlangen, Limits, geschlossene Tankstellen. Das ist ein bekanntes Muster aus vielen Volkswirtschaften, die versucht haben, Preise künstlich zu fixieren. Als Gegenmaßnahme existiert ein sogenannter Treibstoffdämpfer, ein Mechanismus, bei dem der Staat den Ölkonzernen die Differenz zwischen Exportpreis und Inlandsverkauf ausgleicht. Die Idee, Benzin im Inland soll günstiger bleiben. In der Praxis bedeutet das Milliardenzahlungen aus dem Staatshaushalt. In manchen Jahren flossen über 1 Billion Rubel an die Industrie. Finanziert wird das letztlich über Steuern, also indirekt von der Bevölkerung selbst. Damit entsteht ein paradoxes Bild. Benzin wird scheinbar stabil gehalten, aber ein Teil der Kosten verschwindet in den Staatshaushalt und kehrt über Umwege zurück. Doch dieser Mechanismus hat eine Grenze. Denn Geld kann Anreize verändern, aber keine zerstörte Produktionskapazität ersetzen. Wenn Raffinerien ausfallen, hilft kein Subventionssystem der Welt. Dann fehlt schlicht das physische Produkt. Und genau hier liegt der entscheidende Unterschied zur Vergangenheit. Früher war das Problem wirtschaftlich, heute ist es infrastrukturell. Es gibt sogar eine zusätzliche Komplikation. Wenn die Börsenpreise einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, wird der Dämpfer automatisch deaktiviert. Dann fallen die Subventionen weg und der Anreiz, Benzin im Inland zu halten, sinkt weiter. Parallel dazu greift der Staat zu weiteren Maßnahmen. Niedrigere Umweltstandards, die Produktion von einfacheren Kraftstofftypen, Import von Benzin aus Asien, Exportbeschränkungen und regionale Rationierungen. In einigen Regionen werden Fahrten eingeschränkt, Tankkarten eingeführt oder der Verkauf komplett reguliert. Das Ergebnis ist ein System, das sich zunehmend von Marktmechanismen entfernt. Doch die Auswirkungen gehen weit über Tankstellen hinaus. Denn Benzin ist nicht einfach nur ein Produkt, es ist die Grundlage der gesamten Logistik. Jeder Supermarkt, jede Lieferung, jedes Paket hängt davon ab. Steigende Kraftstoffpreise bedeuten automatisch höhere Transportkosten und diese schlagen sich überall nieder. Bei Lebensmitteln, Dienstleistungen und Industrieprodukten. Auch die Inflation wird dadurch verstärkt. Und mit steigender Inflation reagiert die Zentralbank typischerweise mit höheren Zinsen, was Kredite verteuert und die wirtschaftliche Dynamik bremst. Besonders sichtbar wird das im Alltag. Weniger Reisen, sinkende Nachfrage im Tourismus, Probleme für kleine Unternehmen, steigende Kosten für Logistikbetriebe und wachsende Belastung für unabhängige Tankstellen. Am Ende stehen mehrere mögliche Entwicklungen im Raum. In einem optimistischen Szenario stabilisiert sich die Lage durch Reparaturen und Importe. Preise normalisieren sich teilweise. In einem realistischen Szenario bleibt die Versorgung angespannt mit regionalen Engpässen, Graumarktstrukturen und anhaltender Preisinstabilität. Und in einem pessimistischen Szenario könnten Subventionen wegfallen, Preise stark steigen und sich der Markt zwar physisch stabilisieren, aber auf einem deutlich höheren Kostenniveau. Am Ende bleibt eine einfache, aber zentrale Erkenntnis. Benzin lässt sich nicht per Gesetz erschaffen. Man kann Preise steuern, man kann Märkte regulieren, aber ohne funktionierende Infrastruktur gibt es keine reale Versorgung. Und genau dort zeigt sich der entscheidende Punkt. Wirtschaft funktioniert nur dann, wenn die physische Basis intakt ist. Alles andere ist nur eine Frage der Zeit.